Moin zusammen, ihr habt ja gerade schon gesehen, von wem wir heute Besuch haben, und zwar von der Husqvarna 901 Norden, und zwar die Expedition-Version. Musste ich gerade selber nochmal gucken, also ob es Explorer oder Expedition ist, kann ich mir nicht merken. Genau, die haben wir heute zu Besuch, die war ja gerade schon auf der Waage bei uns, 226 Kilo, voll getankt, kommt sie so an den Start, und wir haben jetzt hier unseren Kettenöler installiert. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen Hirngrips reingesteckt und geguckt, wo man die Komponenten am besten installieren kann. Dann könnt ihr nachher einfach dem sozusagen hinterher bauen. Und die Schritte zeige ich euch jetzt einfach, so wie wir das einfach in unseren Videos immer machen. Könnt ihr einmal mitkommen. Und zwar fangen wir, so wie immer, auch hier vorne mit dem Regenschalter an. Der Regenschalter ist hier an der linken Seite am Handprotektor, untere Schraube angebracht. Und dann habe ich das Kabel hier runtergelegt, Richtung Lenkkopf. Und dann so wie immer auch am bestehenden Kabelstrang entlang. Ich nehme jetzt gerade einmal die Sitzbank ab. Hier habe ich schon ein paar Schrauben gelöst. Einmal die Sozio-Sitzbank, dann bei der Hauptsitzbank müsst ihr hier diesen Stecker lösen für die Sitzbankheizung. Diese schöne Komfortfunktion. Und dann könnt ihr noch diese Abdeckung hier abnehmen. Und dann sind wir von hier hinten quasi mittig durch, so unter dem Tankstutzen mit dem Draht gegangen. Dann kommen wir vorne raus, da konnten wir dann das Kabel anbringen und dann einmal so nach hinten durchziehen. Und dann sind wir jetzt hier rausgekommen, habe das Kabel einfach hier unten lang entlegt, ganz einfach bis nach hinten. Hier ist unsere Steuereinheit, da können wir das Heckteil nochmal abnehmen. Hier hinten haben wir natürlich die Gepäckbrücke, die haben wir auch entfernt. Da man hier hinten, da haben wir unsere ACC, also unsere Stromanschlüsse, geschalteter Strom. Und da kommt man sonst gar nicht hin, wenn diese Abdeckung drauf ist. Das ist irgendwie ein bisschen zu weit nach hinten verlegt für unseren Geschmack. Aber das sind jetzt auch nur 4 Schrauben. Genau, also Regenschalter hier hinten Richtung Steuereinheit. Dann wäre die nächste Komponente der Tank. Dafür nehmen wir hier diese weiße Seitenverkleidung ab. Die ist hier vorne gesteckt mit so ein bisschen Gefühl. Könnt ihr die entfernen und dann nach vorne rausziehen. Ihr habt hier hinten einmal so eine Lasche, die in diese Schraube greift, und dann diese beiden, ja, was auch immer, Halter, die hier vorne so gummigelagert sind, die sitzen hier drinnen jeweils. Das legen wir mal beiseite. Und dann seht ihr hier unseren Tank. Den Tanker haben wir auf der Rückseite dieses Schaumstoffklebeband hingemacht, das bei uns im Set mit enthalten ist, und dann einfach hier an den Rahmen befestigt. Hinter dieser weißen Verkleidung ist da einfach echt viel Platz. Das bietet sich an. Und dann können wir hier die Leitung nach unten verlegen. Hier haben wir unseren T-Verbinder drin. Und das ist der Schlauch zum Befüllstutzen. Das zeige ich euch nachher noch. Hier geht dann der Schlauch einmal nach vorne, ist einmal hier in der Schleife rumgeführt bis zum Dosierventil. Das Dosierventil wiederum ist mit unserem Edelstahlhalter hier in diesem Rahmenstück befestigt. Das ging eigentlich super gut und ist dann einfach schön inline nach unten. Und auch geschützt, also das Bein steht einmal hier, da kollidiert man eigentlich nicht. Genau, dann den Schlauch weiter runter, am Rahmen entlang, einmal hier noch einen Kabelbinder hin. Den nicht zu fest anziehen, dass der Schlauch da ein bisschen arbeiten kann. Und dann hinter hier der Ritzelabdeckung auch nochmal eine Schleife gelegt. Und dann komme ich jetzt hier wieder raus, wie ihr seht. Und dann habe ich den Schlauch hinter diesem Gestänge entlang gelegt und auch nochmal mit 2 Kabelbindern fixiert. Die sind aber lose, darauf achten. Das heißt, wenn dieses Schaltgestänge hier sich bewegt, dass dann der Schlauch durchrutschen kann und kein Zug drauf kommt. Das ist wichtig. Aber dann wird über diese 2 Kabelbinder der einfach ein bisschen geführt. Und dann geht der Schlauch hier weiter, runter, Richtung Schwinge. Einmal hier durchgeguckt, oder von der anderen so. Da ist ein Schlauchhalter von uns. Der ist wichtig, dass der an der Außenseite ist, dass er den Schlauch außen an der Schwinge entlang führt. Und dass der erst relativ spät dann hier unten unter die Schwinge kommt. Hier ist dann nochmal ein Schlauchhalter von uns angebracht. Und bei diesem Stück müsst ihr darauf achten, dass der Schlauch wirklich möglichst außen liegt. Hier ist ja dieser Schwingenschutz oder Kettenschleifer unten angebracht aus Gummi. Und die Kette, die macht ja diese Schlagbewegung, also im Fahrbetrieb. Da müsst ihr natürlich darauf achten, dass dann der Schlauch nicht durch das Schlagen der Kette irgendwie beschädigt werden kann. Aber das könnt ihr eigentlich gut lösen. Wie gesagt, hier noch einen Schlauchhalter hin und dann den Schlauch einfach weitergeführt bis zum Schluss. Hier ist eine ebene Fläche, da könnt ihr dann den Auftragsdüsenhalter wiederum ankleben und dann die Auftragsdüse hier auf so circa 6 Uhr am Kettenrad richten. Und dann ist die ganze Ölleitung schon verlegt. Dann geht es wieder nach oben.
Das Kabel, genau vom Dosierventil noch, das habe ich auch hier entlang gelegt, am Rahmen entlang auch nach hinten. Und dann kommen wir zur Steuereinheit. Das ist einmal Regenschalter, einmal Dosierventil, die haben wir bereits angeschlossen. Und dann kommt die schwarz-weiße Leitung hier von der Steuereinheit, die haben wir hinten am ACC2 angeschlossen. Also das ist die geschaltete Plusleitung und das ist in diesem Fall das schwarz-rote Kabel hier. Ja? Zusätzlich haben wir dazu noch unseren ACC-Splitter hier installiert. Den gibt es bei uns im Shop, also ist ein Zusatzprodukt, damit wir einfach noch wieder einen weiteren Steckplatz frei haben für einen weiteren Verbraucher. Das ist hier hinten die Steuerleitung. Dann geht die Stromleitung vom Arbeitsstrom, die geht einmal nach vorne hier zur Batterie. Und hier dann ganz klassisch Masse auf die Seite und Plusleitung hier mit unter die Schraube geklemmt. Das ist eigentlich relativ einfach. Genau, zum Tank noch kurz was. Wir haben hier unsere variable Tankentlüftung noch installiert. Der Tank, der ist ja relativ flach und damit es hier hinten nicht aus der Entlüftung irgendwie mal Öl rausschwitzt, haben wir diese variable Tankentlüftung einfach hier im Rahmen entlang und die kommt dann hier hinten raus. Kann dann quasi Luft reingezogen werden, damit das Öl nach unten fließen kann. Und unseren Befüllstutzen, den habe ich ja vorhin schon angesprochen, der liegt auch hier unter der Sitzbank, also Sozius-Sitzbank, die kriegt man ja als erstes runter. Und dann geht der Schlauch auch hier lang bis zu unserem T-Stück und das ist die Befüllung. Das würde ich euch jetzt direkt mal zeigen. Dafür machen wir einmal die Zündung an vom Motorrad. Warten, bis der Bordcomputer hochgefahren ist und jetzt drücken wir 4 Sekunden auf den Regentaster, bis er anfängt zu blinken. Und dann hat man jetzt vielleicht auf dem Video auch so ein Klacken gehört. Das war das Dosierventil, das jetzt dauerhaft geöffnet ist. Ja? Also das muss dauerhaft geöffnet sein, dass wir die Leitung auch runter bis zur Auftragsdüse befüllen können. Dann nehme ich jetzt mal mein Kettenöl. Ziehe mal die erste Spritze auf. Dann Stopfen runter. An so schönen heißen Tagen wie heute, da fließt das Öl richtig gut. Wenn ihr das jetzt bei 4 Grad im Winter in eurer Garage macht, dann wird das deutlich schwieriger. Aber heute 30 Grad, da geht das einwandfrei. Aber dafür schwitzt man mehr. So, und zweite Spritzenfüllung noch. Jetzt komme ich einmal rum. Mal gucken, seht ihr, naja, es läuft schon runter Richtung Auftragsdüse auch. Das heißt, einmal befüllt sich hier der Tank. Und gleichzeitig läuft dann hier das Öl langsam runter Richtung Auftragsdüse. Das solltet ihr jetzt kommen sehen. Wunderbar. Und jetzt tropft sie hinten auch schon. Das heißt, wir haben die komplette Ölleitung bis zur Auftragsdüse auch entlüftet. Das ist halt immer gut, dass man das vor Inbetriebnahme des Systems macht. Sonst sind halt die ersten Schmierintervalle quasi nur mit Luft und nicht mit Öl. Deswegen ist das immer gut. Genau, und dann können wir jetzt direkt die Zündung wieder ausmachen hier oben, damit das Dosierventil wieder schließt. Und jetzt können wir hier nochmal so eine halbe Spritze einfüllen, dass unser Öltank hier voll ist für unsere erste Fahrt. Genau, das ist die Ölbefüllung. Stopfen wieder drauf machen, ganz wichtig, sonst schwitzt euch hier das Öl raus, das wollt ihr nicht unter eurer Sitzbank haben. Ja, und mit dem Entlüften haben wir gleichzeitig einen Selbsttest gemacht, das heißt, die Steuereinheit funktioniert, das Dosierventil schaltet auch entsprechend von der Steuereinheit und unser System funktioniert einwandfrei. Also, es war wie immer sicherlich ein sehr informatives Video. Wenn ihr das auch so seht, könnt ihr uns gerne einen Daumen hoch lassen. Könnt gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr noch irgendwie was wissen wollt, irgendwelche Rückmeldungen geben wollt. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit unserem Kettenöler. Link ist auch unten in der Beschreibung und gute Fahrt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.